Wir alle kennen sie, zerfahrene Skipisten am Ende eines Skitages. Es schieben sich Hügel auf, der Schnee ist meist sulzig, nass und das macht das Skifahren sehr, sehr schwierig. Mit diesem Video möchte ich dir einige knackige Tipps an die Hand geben, damit du solch eine Skipiste wie hier im Hintergrund sicher und gut bewältigen kannst. Und ich weiß, es gibt noch deutlich tiefere Hügel, die sich auf der Skipiste bilden können. Du kannst im Video auch hier im Hintergrund beobachten, wie die verschiedenen Skifahrerinnen und Skifahrer das Ganze lösen und dir dabei auch Gedanken machen, was für dich vielleicht ein guter Lösungsweg wäre. Um dieses Thema strukturiert anzugehen, möchte ich unterscheiden. Auf der einen Seite die zerfahrene Skipiste mit unregelmäßigen Hügeln, die sich nach Neuschnee am Morgen oder auch bei sulzigem Schnee am Nachmittag aufbilden. Und die andere Seite, das sind Buckelpisten mit regelmäßigen Hügeln, teilweise aber auch eisigen Hügeln, wo wirklich eine sportlich-rhythmische Fahrweise gut möglich ist. Um eine Buckelpiste in der Skitechnik gut zu bewältigen, sind wirklich einige Punkte als methodische Reihe nötig und das sprengt den Rahmen eines solchen Videos hier. Das heißt, wenn du dir das wünschst, schreib den Wunsch gerne in die Kommentare. Wir drehen gerade einige Videos in diesem neuen roten Outfit, was jetzt für Skitechnik auf meinem Kanal und vielleicht auch auf einem weiteren Kanal in der nächsten Saison steht. Die Videos kommen nächste Saison online. Alle Wünsche dazu gerne in die Kommentare. In diesem Video konzentrieren wir uns auf solch eine zerfahrene Skipiste und ich gebe dir einige Tipps und Tricks an die Hand, wie du das Ganze sicher, möglichst ohne zu fluchen und vielleicht auch mit wenig Kraftaufwand für dich bewältigen kannst. Und dabei starten wir mit der Strategie und Taktik. Denn was ich sehe und was ganz häufig passiert, ist, dass die Leute sich mitten rein in diese tiefen Hügel begeben. Ganz häufig ist es so, dass du die Skipiste erstmal beobachten kannst. Luft holen, atmen, beruhigen und dann mit einem klaren Blick für dich die richtige Linie auswählen. Hier ist es zum Beispiel gerade so, dass wir am seitlichen Rand rechts eine sehr glatte Linie finden. Da kannst du super mit den Skiern hinunterfahren, vielleicht auch einfach seitlich runtergleiten. Du musst also gar nicht unbedingt deine Kurven fahren, kommst trotzdem sicher und eben ohne viel Kraftaufwand, ohne zu stürzen, nach unten. Natürlich ist das nicht super elegant, aber es ist eine Lösung. Im nächsten Schritt wird es schon sportlicher. Jetzt heißt es zu agieren und zu reagieren. Besinn dich nochmal auf deine Grundposition auf Ski. Die Ski sollten hüftbreit geführt werden. In solch zerfahrenen Skipisten kann es sich aber auch lohnen, die Ski etwas enger zu fahren. Und wenn wir gerade schon auf die Ski blicken, vielleicht hast du die Möglichkeit, vor deinem Skitag oder deiner Skiwoche zu entscheiden, welchen Ski du auswählst. Und bei solch buckligen, sulzigen Verhältnissen, da kann sich vor allen Dingen ein All-Mountain-Ski sehr für dich lohnen. Und auch die Skilänge sollte an dieser Stelle nicht allzu lang sein, also nicht weit über Körpergröße zum Beispiel, sondern eher kürzer. Das macht es leichter, hier in den Buckeln zu drehen. Und jetzt blicken wir auf die Gelenke. Das Sprung-, Knie- und Hüftgelenk sind deine Federung. Du solltest dich unten weich machen, damit du die Möglichkeit hast, diese Hügel wegzufedern. Stell dir das Ganze vor wie bei einem Mountainbike mit Federung vorne, wo du wirklich die Möglichkeit hast, verschiedene Schläge abzufedern. Das passiert durch deine Beine. Wenn du da zu starr bist, zu weit oben oder auch zu tief, dann hast du nicht die Möglichkeit und bist die ganze Zeit nur Passagier. Eine gute Übung und auch eine Bewältigungsmöglichkeit an dieser Stelle, das sind Querfahrten. Achte beim Losfahren darauf, dass möglichst keine Person von oben kommt und dann fährst du quer zum Hang über die Hügel, achtest auf deine Grundposition, federst die Hügel weg. Dabei auch wichtig, lass dich nicht zu weit nach hinten treiben und auch nicht zu weit nach vorne. Unser Ziel ist eine mittige, gut aufgestellte Positionierung, sodass du weiterhin Chef oder Chefin deiner Ski bist und dann eine Kurve fahren kannst. Die Querfahrten legen wir dabei so an, dass wir den Hang komplett queren, eine Kurve fahren, wieder queren, Kurve fahren und so hast du wenige Kurven, damit weniger Kraftaufwand und ein weiterer positiver Vorteil, du nimmst Gefälle aus dem Hang, dadurch, dass du quer fährst. Wenn es dann nochmal sportlicher werden soll, möchte ich dir 3 Tipps an die Hand geben. Das erste ist, ein bisschen Geschwindigkeit macht es leichter. Denn bei solch schwerem Schnee oder auch Neuschnee auf der Piste, da ist es schnell so, dass die Ski sich eingraben und dann fällt das Drehen schwer. Wenn du dich nicht traust, mehr Geschwindigkeit zu gehen, dann ist eben die Querfahrt oder das seitliche Abrutschen noch das Richtige für dich. Wenn du dich aber traust, mehr Geschwindigkeit zu fahren, dann setzt du die Ski teilweise auf den Hügeln frei und du kannst sie leichter drehen.
Das bringt uns auch schon zu Punkt Nummer 2, nämlich dem Rhythmus. Zieh einfach mal deinen Stiefel durch. Nimm dir einen Takt vor und fahr ihn. Es ist selten passiert, dass sich die Skischaufeln so wirklich in die Hügel hier eingraben. Wenn du eine mittige Position hältst, kannst du einfach links, rechts mal durch diese Skipiste durchfahren. Wenn du den Takt hältst, dann geht das zwar in die Beine, in die Oberschenkel, aber es macht dann auch richtig Spaß. Und der dritte Punkt, das ist dann die Taktik, wie du die Buckel wirklich angehst. Das werden wir im Buckel-Tutorial nochmal stärker behandeln. Aber wenn du hier schon mal trainieren möchtest, dann gibt es 2 Lösungen. Einmal durch die Täler zu fahren und einmal auf den Buckeln zu drehen. Wenn du auf den Buckeln drehst, dann ist das die sogenannte Tiefenentlastungsbewegung. Du fährst auf den Buckel hinauf und dann entlastest du mit den Kanten am Buckel nach unten ab und hast dabei die Möglichkeit, Geschwindigkeit abzubauen. Ich hoffe, dass dir dieses Video mit den Taktiken und Strategien rund um zerfahrene und sulzige Skipisten geholfen hat, dir vielleicht auch etwas Ruhe gegeben hat, damit du das Ganze besser für dich bewältigen kannst. Und wir sehen uns sehr gerne in einem nächsten Video wieder. Kommentiere deine Wünsche für Skitechnik-Videos. Ich freue mich drauf. Vielen Dank an Emma hinter den Kulissen und dir eine richtig gute Skisaison. Viel Spaß und tschüss.